Es ist einfach krass, was die letzten beiden Tage passiert ist. Die Energie der Speakerinnen und Speaker, die Impulse wirklich live auf der Bühne mitzunehmen, ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung. Das, was wir über uns selbst denken, das wird wahr. Wir können uns über unseren Schatten definieren oder über unser Licht. Zwischen uns allen und unserem Glück, unserem Traumleben steht nur eine Geschichte. Und das ist die Geschichte, die wir über uns selbst erzählen. Die Geschichte über die Skala, die wir haben, über die Möglichkeiten, die wir haben. Und diese Geschichte kannst du dir neu schreiben. Und meine Bitte ist, schaff dir eine neue Brille. Mit den einfachen Tipps, die ich seit Jahrzehnten selber mache. Schaff dir eine neue Brille, mit der du dein Licht siehst. Und dann schreib deine Geschichte neu. Schreib sie mit Liebe zu dir. Weißt du, wenn du dich selber lieb hast, wirst du niemandem gestatten. Es ist unmöglich, dass du jemandem gestattest, dich respektlos zu behandeln. Unmöglich. When people ask me this question, it reminds me how many people genuinely believe that financial status is the North Star. Their question is almost always baked in the framework of how much money I've acquired or have. And I always ponder that. It's always so interesting to me how the data, the math, is black and white on this issue. There is absolutely no correlation to one's wealth that maps their happiness. This is black and white. We continue to have a world that is confused, that money buys happiness. It continues to be what someone who's hurting thinks is the potion or the antidote to fix it. Yet, we have unlimited amounts of hundreds of millions of people who prove otherwise. We must start there. The concept that you're gonna buy your way to happiness is the biggest falsity in human society, and we must stop doing that. Easy for you to say. That's because most people consume my content today. What my high school friends and college friends and friends in my 20s know is I was arguably happier at 29 making $45,000 a year than I am today. The process of doing something you actually like is my great addiction. The fact that I am able to actually wake up day in and day out, sleep easily for 7-8 hours a night, and wake up genuinely excited while I have plenty going on. But the fact that I do what I want to do enables all of it to work. This is grounded in something that is the absolute answer for this entire arena. The one thing I can absolutely speak on that fundamentally touches every person here is the relationship between self-esteem and insecurity. All of the things that you do are based on this. Den es braucht, um auf den Weg zu kommen. Dafür bedarf es eines gewissen Maßes an Leichtigkeit. Nicht Leichtfertigkeit, aber Leichtigkeit. Denn hätte ich mir auch nur Gedanken daran verschwendet, was alles für Schwierigkeiten auftreten würden, wenn ich diesen Weg gehe, ich wäre ihn gar nicht gestattet. Aber indem ich ihn gehe, diesen ersten entscheidenden Schritt, habe ich keine Wahl, dann bin ich auf dem Weg. Erst dann geht man diese vielen weiteren Schritte und überwindet all diese Hürden und Schwierigkeiten, um vielleicht irgendwann anzukommen. Dabei geht es in Wahrheit gar nicht ums Ankommen. Es geht um den Weg. Und der ist das Leben. Was ich euch hier erzähle, ist nichts, ich habe nie studiert, ich bin Kajakfahrer. Das Einzige, was ich richtig gut kann, ist Paddeln. Bis heute. Ja. Frauen und Männer, die einer geilen Idee die Tat folgen lassen, die einer guten Idee
die einer guten Idee das Konzept des Handelns hinzugefügt haben. Das verändert die Welt. Deinen eigenen Weg erschließt du dir selbst. Mit jedem Schritt, den du aus freiem Willen selbstbestimmt gehst. Und der größte Gegner deiner Selbstbestimmung ist dabei die Angst. Denn wir alle haben Ängste. Manche Ängste beschützen uns. Aber die allermeisten Ängste behindern und begrenzen uns. Sie behindern uns, unsere eigenen Talente in uns selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Und sie behindern uns darin, das zu sein oder zu werden, wozu wir in Wahrheit geboren sind, nämlich frei zu sein. Und das macht uns Angst. Und das ist auch in Ordnung. Denn eine der wichtigsten Dinge, wenn wir über Spiritualität sprechen, ist es eben auch, die Angst zu integrieren. Denn die Wahrheit ist, Spiritualität hat überhaupt nichts damit zu tun, sich irgendwas schön zu reden oder sich irgendwo ein Räucherstäbchen hinzustellen, ein bisschen dran zu schnuppern und zu sagen, ich bin super spirituell. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, auch nicht mit irgendwelchen Kristallkugeln oder sonst irgendwas. Bei Spiritualität geht es um die Frage, wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich, wenn du aufhörst, all dem zu glauben, was dir dein Leben lang erzählt worden ist? Wer du bist, wer du sein sollst. Wer bist du wirklich? Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt in uns, wo wir feststellen, dass der Mensch, der wir wirklich sind, unfassbar machtvoll ist. Und zwar so machtvoll, dass du dein eigenes Leben nach deinen eigenen Wünschen erschaffen kannst. Und so sehr wir Angst haben vor Spiritualität, wenn wir da reingehen und uns das erlauben, das zu fühlen, dahinter liegt deine größte Freiheit. Weil dahinter findest du dich, du findest deine Seele. Und die Wahrheit ist, es gibt nicht diese eine spirituelle Welt irgendwo da oben, dass da irgendwo ein lieber Gott auf einer Wolke sitzt und uns runterwinkt, ja, und irgendwas hier auf dieser Welt bestimmt. Und hier unten ist irgendwie die reale Welt, die materielle Welt. Es ist eine Welt. Wisst ihr, ich glaube, jede Generation hat eine große Aufgabe. Unsere Großeltern mussten den Krieg überwinden und eine Nation heilen. Unsere Eltern hatten die wunderbare Aufgabe der Wiedervereinigung. Und ich glaube, so langsam kristallisiert sich heraus, was unsere Aufgabe ist. Nämlich den Erhalt der Gesellschaft auf liberalem und demokratischem Fundament. Das könnte. Es braucht Persönlichkeiten, die Ruhe, Wertschätzung und Respekt bewahren, auch wenn es schwierig wird. Es braucht Persönlichkeiten, die zuhören und verstehen wollen und die Kurs halten. Auch wenn ihnen der eisige Wind von Wissenschaftsfeindlichkeit und Diskursfeindlichkeit ins Gesicht bläst. Es braucht Persönlichkeiten, die ausgleichen können, die mit klarem Blick, offenem Herzen und sehr viel Empathie nach der Wahrheit suchen. Es braucht Menschen, die nicht überall mitreden wollen. Und wenn, dann informiert. Es braucht Menschen, die differenzieren können, die Dogmen und Ideologien auch mal scheiße finden und hinter sich lassen können. Es braucht Persönlichkeiten, die überzeugen wollen, aber auch in der Lage sind, überzeugt zu werden. Es braucht Persönlichkeiten, die in der Sache klar und leidenschaftlich streiten, aber zu Menschen herzlich sind. Es braucht Menschen, die nicht jeden Mist teilen, auch wenn er ihnen ins Meinungssegel bläst, die nach vorne gehen, aber auch zurückrudern können, wenn nötig. Es braucht Persönlichkeiten, die eine Meinungsänderung immer auch als Akt der Größe begreifen. Kurzum, es braucht Menschen, die fähig sind zu lieben, die sich anzünden können. Es braucht Menschen, die erkennen, widerlegen, ja, bezichtigen, nein. Und in diesem Sinne, seid relevant. Packt die Challenge wirklich des Lebens an. Und die lautet, die Person zu sein, die wir sind und das zu werden, was wir sein können. Und dafür drücke ich euch von Herzen die Daumen. Vielen Dank. If you can meet with triumph and disaster, wenn du bereit bist, hier auf Triumph und Niederlage zu treffen, and treat these two impostors just the same, und diese beiden Täuscher als dasselbe zu erkennen, then you can play this game. Dann kannst du dieses Spiel spielen. Wir haben die Freude am Spielen verloren.
Wir glauben, wir können das Black-and-White-Game des Polaritätsgesetzes der Dualität gewinnen. Das können wir natürlich nicht. Aber wir schauen bei der Münze oft nur auf die eine Seite des Erfolgs, was du nicht siehst, welchen Preis du bezahlst. Sei es mit deiner Gesundheit, sei es mit deiner Familie, sei es, dass du die Welt nicht kennengelernt hast. Das ist das, was ich glaube, was zielfixierte Menschen, welchen Preis sie dafür bezahlen, dass sie so leben, wie sie leben. Ein Teilnehmer bei mir im Seminar, nennen wir ihn Klaus. Der hieß Klaus. Fertig. Erzählt folgende Geschichte. Als BWL-Student war ich interessiert, wie alle, irgendwann Vorstand zu werden. Ich hatte aber auch immer den Traum, ein Jahr durch die Welt zu reisen. Als ich mit dem Studium fertig war, wollte ich meinen Marktwert testen. Ich hatte mich beworben in einem großen Konzern, kam sogar auf die Shortlist. Ein Anruf kam vom Vorstandsvorsitzenden: Sie sind mein Favorit, ich möchte Sie am Freitag sehen. Ich sitze vor ihm, er schwärmt von diesem Job. Und ich hatte schon fast Ja gesagt, da sagte ich zu ihm: Wissen Sie, eigentlich habe ich einen großen Traum. Ein Jahr durch die Welt reisen. Junger Mann, bis Montag gebe ich Ihnen Zeit. 4 Wochen. 4 Wochen kann ich ohne Assistent. Montag sagen Sie mir, ob Sie diesen Job wollen. Das ganze Wochenende kämpfte ich mit mir. Kopf kämpfte mit Herz. Angst kämpfte mit Liebe. Leider gewinnt oft die Angst. 4:1 gewinnt immer die Angst. Am Montag saß ich vor ihm, auch bei mir hatte die Angst gewonnen, und sagte: Ich nehme den Job an. Ich freue mich, für Sie zu arbeiten. Darauf antwortete der Vorstandsvorsitzende: Auch ich habe übers Wochenende überlegt. Ich werde Ihnen den Job nicht geben. Denn vor 30 Jahren war ich in genau der Situation, in der Sie jetzt sind. Und damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich Ihnen den Traum verdorben habe, der mir entgangen ist, werde ich Ihnen diesen Job nicht geben. Nicht was du tust und erreicht hast, macht deinen Wert aus, sondern wie du gelebt hast. Das macht dich wertvoll. Danke. Maya, I want to encourage you to make it your reality on the path to an extraordinary life. Now, in addition to our energy and our financial, we have our thoughts, we have our emotions, we have our beliefs, and we have another resource. We have our time. And that thought is this: we all end up with a story that is our life. Where we started, where we ended, the places that we left, where we went, what we did, and who we chose to be along the way. My great wish for each and every one of you tonight is that you are active in choosing your story, and that you choose one that is truly extraordinary. Thank you so much, ladies and gentlemen. Die Energie der Speakerinnen und Speaker, die Impulse wirklich live auf der Bühne mitzunehmen, ist einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung, als das in den Videos zu sehen ist. Wenn du die Energie der Person wirklich spüren kannst, wenn ich mich dann auch mit einigen Leuten wirklich face-to-face unterhalten konnte und die Energie so aufsaugen, spüren und mitnehmen durfte. Und das ist wirklich etwas, was mich in den letzten beiden Tagen sehr berührt hat, was mir einfach wieder so gezeigt hat, okay, das ist genau das, wo ich richtig bin. Das ist genau der Ort, wo ich hingehöre. Das ist mein Ziel, das ist meine Mission, das ist meine Vision, die ich sehe, stehe ich auf der Bühne. Das, was wir über uns selbst denken, das wird wahr. Und teile meine Energie, teile meine Botschaft mit so vielen Menschen wie möglich, vielleicht sogar auch mit dir, wenn wir uns dann da sehen. Why are you here? You ask that one and let that one sink in. Great things happen. Und es ist so schön, dass auch jetzt schon, dass ich mit so vielen wundervollen Menschen da in Kontakt kommen durfte, dass ihr auch auf mich zugekommen seid aus der Community. Dafür bin ich unglaublich dankbar, das weiß ich so sehr zu schätzen. Und danke, dass du hier mir deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, vielleicht sogar den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, ganz viel Energie für dich. Wenn du noch ein paar mehr Gedanken, ein paar mehr Gefühle, was so in den letzten beiden Tagen alles passiert ist, hören möchtest, dann geh gerne bei Straff Inside drauf, hör dir die Podcast-Folge an bei Spotify und Apple Podcast. Ansonsten ganz viel Energie für dich
dein Niklas. Ciao.